Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Emma, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über unsere Hobbys am Wochenende sprechen. Das klingt toll. Ich rede gerne darüber, was wir am Wochenende machen. Tom, was machst du normalerweise am Wochenende? Ich spiele normalerweise Fußball mit meinen Freunden und fahre mit dem Fahrrad. Außerdem schaue ich gerne Filme und lese Bücher. Das ist schön. Ich liebe Aktivitäten im Freien. Ich gehe oft wandern und besuche manchmal den örtlichen Park für einen Spaziergang. Wandern macht Spaß. Ich gehe auch gerne im Park spazieren. Manchmal jogge ich morgens dort. Joggen ist eine gute Übung. Spielst du oft Fußball mit deinen Freunden? Ja, jeden Samstagmorgen spielen wir im Park Fußball. Es ist sehr aufregend und eine gute Möglichkeit, fit zu bleiben. Ich möchte auch fit bleiben. Wenn ich wandern gehe, fühle ich mich sehr gesund und glücklich. Da stimme ich dir zu. Aktivitäten im Freien geben mir Energie. Was machst du, wenn du nicht draußen bist? Wenn ich zu Hause bin, schaue ich Filme und spiele Videospiele. Ich lese auch Romane. Ich liebe es zu lesen. Ich lese Geschichten und manchmal Comics. Außerdem höre ich gerne Musik. Musik ist sehr entspannend. Ich höre Popsongs und manchmal sanfte Musik. Ich mag auch Popmusik, aber ich genieße auch Rockmusik. Sie macht mich lebhaft. Rockmusik ist großartig zum Tanzen. Tanzt du zu Hause? Ja, manchmal tanze ich in meinem Wohnzimmer. Es macht sehr viel Spaß und ist eine gute Übung. Ich versuche manchmal ein bisschen zu tanzen, wenn ich meine Lieblingstitel höre. Das bringt mich zum Lachen. Lachen ist gut. Am Wochenende zeichne und male ich auch gerne. Wirklich? Ich liebe Kunst auch, aber ich skizziere lieber und benutze Buntstifte. Skizzieren ist wunderbar. Ich male gerne mit Wasserfarben. Das ist sehr entspannend. Ich habe einige deiner Gemälde gesehen. Sie sind schön. Danke, Tom. Ich zeige meine Kunst gerne meinen Freunden. Emma, kochst du am Wochenende manchmal? Ja, ich probiere gerne neue Rezepte aus. Oft backe ich Brot oder mache einfache Gerichte. Ich liebe es auch zu backen. Manchmal mache ich Kuchen und Kekse. Es macht Spaß, gutes Essen zuzubereiten und zu essen. Kochen mit Musik macht das Ganze noch angenehmer. Ja, ich spiele immer Musik in der Küche, wenn ich koche. Was ist mit dem Lesen? Liest du am Wochenende Bücher? Ja, ich lese Romane und manchmal Kurzgeschichten. Ich mag Abenteuergeschichten. Ich mag Abenteuergeschichten auch, aber ich lese auch Fantasy-Bücher. Die sind sehr interessant. Fantasy-Bücher sind großartig. Sie lassen dich neue Welten vorstellen. Genau. Ich fühle mich glücklich, wenn ich ein gutes Buch lese. Emma, verbringst du am Wochenende Zeit mit deiner Familie? Ja, ich esse oft mit meiner Familie zu Mittag und manchmal spielen wir Brettspiele. Das ist schön. Ich verbringe auch Zeit mit meiner Familie. Wir machen manchmal ein Picknick. Picknicks sind wunderbar. Es ist eine gute Möglichkeit, sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Da stimme ich zu. Familienzeit ist sehr wichtig. Sie lässt mich geliebt und glücklich fühlen. Tom, benutzt du am Wochenende soziale Medien? Ja, ich schaue meine Nachrichten an und sehe mir lustige Videos an. Benutzt du soziale Medien?
Ja, ich benutze sie, um mit Freunden zu sprechen und ihre Wochenendfotos anzusehen. Ich sehe mir gerne Reisebilder an. Sie inspirieren mich, neue Orte zu besuchen. Ich auch. Manchmal plane ich an den Wochenenden einen kleinen Ausflug. Eine Reise zu planen macht Spaß. Selbst ein kurzer Besuch in einer nahegelegenen Stadt ist aufregend. Das stimmt. Ich liebe es, neue Orte zu erkunden, selbst wenn es nur für einen Tag ist. Emma, welches Hobby macht dich am glücklichsten? Ich denke, dass Wandern und Malen mich sehr glücklich machen. Ich fühle mich ruhig, wenn ich in der Natur bin, und kreativ, wenn ich male. Für mich sind Fußballspielen und Lesen meine Lieblingshobbys. Sie lassen mich aktiv und entspannt fühlen. Es ist großartig, dass wir unterschiedliche Hobbys haben. Wir können voneinander lernen. Ja, ich möchte eines Tages mit dir wandern gehen. Und ich würde gerne mit dir ein Fußballspiel spielen. Das klingt sehr spaßig. Wir können einen Tag planen, um beides zu machen. Das ist eine gute Idee. Wir können unsere Hobbys teilen und den Tag gemeinsam genießen. Emma, hast du neue Hobbys, die du ausprobieren möchtest? Ja, ich möchte lernen, wie man Gitarre spielt. Ich denke, es wäre toll, Musik zu machen. Gitarre spielen ist ein großartiges Hobby. Ich möchte Fotografie lernen. Ich mache gerne Bilder von der Natur. Fotografie ist wunderbar. Sie hilft, die Schönheit in kleinen Dingen zu sehen. Ja, und es macht Spaß, einen Moment in der Zeit festzuhalten. Ich denke auch daran, eine neue Sprache zu lernen. Es ist eine Herausforderung, aber spannend. Eine neue Sprache zu lernen ist schwer, kann aber sehr lohnend sein. Da stimme ich zu. Ich möchte am Wochenende viele neue Dinge ausprobieren. Ich auch. Das Wochenende ist eine gute Zeit, um neue Hobbys zu erkunden. Tom, denkst du, dass Hobbys wichtig sind? Ja, ich glaube, Hobbys sind sehr wichtig. Sie machen unser Leben interessant und helfen uns zu entspannen. Ich stimme zu. Hobbys geben uns Zeit, kreativ zu sein und etwas zu tun, das wir lieben. Sie helfen uns auch, neue Menschen zu treffen und neue Fähigkeiten zu erlernen. Ja, ich habe viele Freunde durch meine Kunstkurse und Wandergruppen gefunden. Ich habe nette Leute in meinem Fußballteam und im örtlichen Fitnessstudio kennengelernt. Hobbys machen unsere Freizeit Spaß und sinnvoll. Genau. Ich fühle mich glücklich, wenn ich Zeit mit meinen Hobbys verbringe. Tom, hast du Pläne für nächstes Wochenende? Ja, nächstes Wochenende plane ich, mit ein paar Freunden wandern zu gehen. Wir werden einen neuen Wanderweg besuchen. Das ist aufregend. Ich hoffe, das Wetter ist gut. Ich schaue mir den Wetterbericht an, bevor ich gehe. Und du? Hast du Pläne? Ich plane, am Samstagmorgen mit meinem Team Fußball zu spielen und vielleicht einen Film zu Hause anzusehen. Das klingt nach einem spaßigen Wochenende. Ich schaue gerne einen guten Film nach einem hektischen Tag. Ja, es ist entspannend, sich hinzusetzen und einen Film zu genießen. Ich denke auch daran, ein neues Buch zu lesen. Ein Buch zu lesen ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen. Ich könnte 1 oder 2 Kurzgeschichten lesen. Wir haben beide gute Pläne. Ich hoffe, wir genießen unsere Hobbys nächstes Wochenende. Ich bin sicher, dass wir das tun werden. Vielleicht können wir am Montag unsere Erfahrungen teilen. Ja, ich freue mich darauf, von deinem Ausflug und deinem Fußballspiel zu hören. Emma, möchtest du nächstes Wochenende mit mir ein Picknick machen? Das ist eine großartige Idee, Tom. Ein Picknick wäre lustig.
Wir können etwas Essen mitbringen und Spiele spielen. Ja, und wir können Bilder von der Natur machen. Es wird eine gute Gelegenheit für Fotografie sein. Ich kann meine Kamera mitbringen und du kannst deine Gitarre mitbringen, wenn du Musik spielen möchtest. Das ist ein wunderbarer Plan. Wir können essen, Spiele und Musik genießen. Ich bin sehr aufgeregt über das Picknick. Es wird eine schöne Abwechslung von unseren üblichen Aktivitäten. Ich stimme zu. Es ist immer gut, etwas Neues auszuprobieren und Zeit mit Freunden zu verbringen. Tom, ich freue mich, dass wir heute über unsere Wochenendhobbys gesprochen haben. Ich auch, Emma. Ich habe es genossen, meine Hobbys zu teilen und von deinen zu erfahren. Ich denke, unsere Hobbys machen unsere Wochenenden interessant und spaßig. Ja, und sie helfen uns, uns zu entspannen und kreativ zu sein. Ich freue mich darauf, neue Dinge mit dir auszuprobieren. Ich fühle das Gleiche. Lass uns mehr Aktivitäten zusammen planen. Definitiv. Wir können neue Hobbys erkunden und sogar gemeinsam einen Kurs besuchen. Das ist eine großartige Idee. Ich würde gerne einen Kochkurs oder einen Tanzkurs mit dir besuchen. Das würde mir gefallen. Ein Kochkurs klingt lustig und Tanzen macht immer Spaß. Ja, neue Fähigkeiten gemeinsam zu erlernen, macht die Erfahrung noch unterhaltsamer. Ich stimme zu. Hobbys sind besser, wenn man sie mit einem Freund teilt. Danke, Tom, für das nette Gespräch über unsere Hobbys. Danke, Emma. Ich hatte eine tolle Zeit, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wir können am Wochenende mehr Spaßaktivitäten planen. Das werden wir bestimmt. Hab einen tollen Tag, Tom. Du auch, Emma. Bis bald. Tolle Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und fließiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.